In dieser Reparaturanleitung zeigen wir dir, wie du die defekte Display-Einheit deines OnePlus 3 oder 3T austauschen kannst. Diese Reparatur ist nötig, wenn das Glas zersprungen ist, der Touchscreen nicht mehr auf Berührungen reagiert oder das Display schwarz bleibt oder flackert. Die Reparatur ist etwas schwieriger, da einige Teile verklebt sind. Du solltest etwa 45 bis 60 Minuten dafür einplanen. Folgende Werkzeuge empfehlen wir dir: einen Phillips-Schraubendreher, einen Torx T2-Schraubendreher, eine ESD-Pinzette, ein Hartplastikplektrum, einen Stahlspatel, einen Spudger und einen Saugnapf. Außerdem brauchst du einen Heißluftföhn oder einen Haartrockner, um verklebte Teile lösen zu können. Auch empfiehlt sich eine Magnetmatte oder ein Sortierkasten, um die verschiedenen langen Schrauben zu ordnen. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du im Reparaturset in unserem Store. Auf unserer Internetseite iDock.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos für jeden einzelnen Schritt. Wenn du Fragen hast, nutz einfach die Kommentarfunktion und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dir alle notwendigen Werkzeuge bereitlegen. Achte auch auf eine saubere Unterlage, damit kein Schmutz ins Innere gelangt und du keine Kratzer am Smartphone hast. Schalte dein Gerät zuerst aus, um es bei der Reparatur vor Schäden zu schützen. Drücke dazu länger auf den Standby-Button, bis eine Option Ausschalten angezeigt wird und bestätige. Reagiert der Touchscreen deines OnePlus 3 nicht mehr, kannst du es auch ausschalten, indem du den Standby-Button etwa 10 bis 15 Sekunden gedrückt hältst. Jetzt kannst du die Gehäuseschrauben öffnen. Dazu brauchst du einen Torx T2-Schraubendreher. Löse die zwei Schrauben an der unteren Gehäusekante und lege sie gemeinsam zum Beispiel auf einer Magnetmatte ab. Nimm dann den SIM-Halter raus. Schiebe dazu ein dünnes Werkzeug in die Öffnung. Danach kannst du die Rückschale abnehmen. Vermeide Kratzer auf der Rückseite des OnePlus 3, indem du es auf einen weichen und sauberen Untergrund legst. Wenn die Scheibe stark gebrochen ist, beklebe sie vorher komplett mit einem Streifen Paketklebeband. Zum Abheben des Displays brauchst du einen Saugnapf, ein Hartplastikplektrum und ein Heißluftgerät. Die Scheibe ist am Rahmen verklebt. Erwärme das Display am Rand von außen mit einem Heißluftföhn auf ca. 60 Grad. Bring den Saugnapf über dem Home-Button, wenn möglich, oder daneben an. Während du die Scheibe mit dem Saugnapf anhebst, musst du gleichzeitig das Hartplastikplektrum zwischen den Aluminiumrahmen des Backcovers und den Displayrahmen schieben und das Backcover nach unten pressen. Da das Display verklebt ist, muss das Plektrum zwischen Aluminium und Displayrahmen komplett um das OnePlus 3 herumgeführt werden. Das Display ist an der oberen Seite, oberhalb der Hörmuschel in das Backcover eingehakt. Hebel das Display mit einem Plektrum in Richtung des Home-Button und hebe es dann aus dem Backcover heraus. Trenne jetzt gleich den Akku, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Trenne dazu den Konnektor mit einem Plastikwerkzeug. Trenne als nächstes die zwei großen Flexkabel über dem Akku. Zuerst löst du die Phillips-Schraube, um das Abdeckblech über den Konnektoren zu entfernen. Das Abdeckblech ist auf der einen Seite eingehakt. Trenne dann beide Konnektoren mit einem Spudger. Eins der Kabel ist auch auf der unteren Platine eingesteckt. Trenne diesen Konnektor auch und nehme dann das Kabel heraus. Im nächsten Schritt kannst du den Akku rausnehmen. Löse erst die schwarzen Klebefolien auf beiden Seiten des Akkus. Die Folien fixieren die Kabel der Standby- und Lautstärketasten. Biege dann das Flexkabel der unteren Platine zur Seite und passe beim Entfernen des Akkus darauf auf, es nicht zu beschädigen. Hebe die Lasche am Akku an und ziehe langsam aber kräftig daran. Drücke den Rahmen dabei nach unten und versuche den Akku so weit herauszuziehen, bis du mit deinem Finger darunter fahren und ihn gleichmäßig herausheben kannst. Falls die Lasche reißt, kannst du mit einem flachen, stumpfen Werkzeug aus Kunststoff um den Akku und darunter fahren und so den Klebstoff lösen. Verbiege den Akku nicht zu stark und benutze kein spitzes oder scharfkantiges Werkzeug, da du sonst den Akku beschädigen könntest. Der Akku ist in eine schwarze Folie eingewickelt. Wenn diese reißt, ist das nicht so schlimm. Achte aber darauf, dass der Akku keine Beschädigungen hat. Entferne dann das Logic Board. Dazu trennst du erst den Konnektor seitlich an der Hauptplatine. Dann entfernst du die 7 Phillips-Schrauben. Auf einer der Schrauben ist ein runder Aufkleber. Diesen Feuchtigkeitsindikator kannst du aufheben, um ihn später wieder anzubringen. Die Schrauben sind unterschiedlich lang. Ordne sie so an, dass du sie beim Einbau nicht verwechselst. Trenne jetzt noch die Antenne.
Dann kannst du die Hauptplatine an der oberen Seite etwas nach oben hebeln und dann herausnehmen. Nimm jetzt die untere Einheit aus dem Gerät. Darin sind der Lautsprecher, die Ladebuchse und der Kopfhöreranschluss enthalten. Trenne zuerst den Antennenstecker und löse dann die 7 unterschiedlich langen Phillips-Schrauben. Trenne jetzt noch die Konnektoren für die Bedientasten und den Home-Button und nimm dann die Platine raus. Hebel sie etwas nach oben und nehme die Platine dann heraus. Achte darauf, nicht an den Kabeln hängen zu bleiben. Danach ziehst du das Antennenkabel aus seiner Halterung. Dann kannst du die leicht verklebte Hörmuschel rausnehmen. Erhitze den Klebstoff falls nötig und gehe mit einem flachen Werkzeug unter die Hörmuschel, um sie rauszuhebeln. Baue danach das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten aus. Es ist leicht verklebt, also benutze falls nötig Heißluft, um den Kleber zu lösen. Gehe dann mit einem flachen Werkzeug unter das gesamte Kabel und das Anschlussfeld mit den 4 Konnektoren, um das Kabel aus dem Display zu lösen. Arbeite dabei sehr vorsichtig und langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen. Jetzt gibt es noch 2 Halterungen im Rahmen, die du ausbauen musst. Entferne einfach die Phillips-Schrauben und nimm die Halterungen raus. Du musst auch den Fingerabdrucksensor rausnehmen. Löse die Klebestreifen mit einer Pinzette ab und gehe mit einem flachen Werkzeug unter das Flexkabel, um es zu lösen. Drücke dann den Sensor von unten heraus. Bereite jetzt das neue Display vor. Überprüfe das neue Ersatzteil und übernehme fehlende Kleinteile wie Kunststoffführungen oder Wärmeleitpads. Im Gehäuse des neuen Displays sind alle Klebeflächen mit einer transparenten Schutzfolie versehen. Entferne diese Schutzfolie, bevor du mit dem Einbau beginnst. Auf die Flächen werden später dann zum Beispiel der Akku oder das Lautstärkekabel aufgeklebt. Bau jetzt die Teile ins neue Display ein. Fang an mit dem Fingerprint-Sensor. Leg ihn in seine Öffnung und drück ihn dann fest, damit er verklebt. Drücke dann die Klebestreifen auf den Rahmen. Danach kommt das Standby- und Lautstärkekabel. Setz das auch ein und drück es dann fest. Bei den 4 goldenen Kontakten gibt es eine kleine Öffnung, die genau über eine Nase am Display passt. Drücke die Kontakte für die Lautstärke und die Standby-Taste an den Seiten des Gerätes an. Als nächstes kannst du die Hörmuschel wieder einbauen. Achte auf die richtige Position der Hörmuschel, die 2 Kontakte müssen nach oben zeigen. Jetzt kannst du das Antennenkabel wieder in seine Halterung einsetzen. Hebe als nächstes den Kontakt für die untere Platine etwas an. Setz die Platine mit dem Lautsprecher wieder ein. Achte darauf, beim Einsetzen keine Kabel einzuklemmen. Verschraube dann alles mit den Phillips-Schrauben. Achte darauf, keine Schrauben zu vertauschen. Schließ noch die 2 Konnektoren und die Antenne an. Für den Antennenstecker kannst du eine Pinzette nehmen, um sie richtig zu positionieren. Setz jetzt die Hauptplatine wieder ein.
Achte darauf, keine Flexkabel oder die Antenne unter der Platine einzuklemmen. Drück die Platine an, bis sie oben einrastet. Achte darauf, dass die Frontkamera richtig in ihrer Halterung sitzt. Verschraube die Platine mit den Phillips-Schrauben und setze den Feuchtigkeitsindikator wieder auf, wenn du ihn noch hast. Schließ jetzt die Konnektoren für das Display und die Antenne an die Platine an. Leg jetzt den Akku unter das Flexkabel, und zwar so, dass er an allen Seiten etwas Abstand hat. Drück ihn dann fest, damit er verklebt. Kleb dann noch die Klebestreifen auf die Konnektoren der Standby- und Lautstärketasten. Jetzt kannst du die zwei großen Flexkabel wieder an den Platinen anschließen. Die Konnektoren sollten mit leichtem Druck und einem Klickgeräusch direkt einrasten. Klappt das nicht sofort, hebe den Konnektor noch einmal an und versuche es nochmal. Hake jetzt das Abdeckblech an einer Seite ein und schraube es auf der anderen fest. Setz jetzt noch die zwei kleinen Halterungen seitlich im Gerät ein und schraub sie fest. Als letztes kannst du dann den Akkukonnektor festdrücken. Dann kannst du das Display wieder ins Backcover einsetzen. Hake es dazu oben ein und lass es langsam runter. Dann drück es am ganzen Rand entlang fest, damit es bündig sitzt. Schraub danach die zwei Torx-Schrauben wieder unten ins Gehäuse ein. Schieb dann den SIM-Halter wieder richtig herum ins Gerät ein. Als letztes solltest du noch dein Display testen. Starte dazu das Gerät und zieh irgendeine App kreuz und quer über den gesamten Bildschirm. Wenn der Touchscreen an allen Stellen richtig funktioniert und du keine Pixelfehler oder größere Helligkeitsunterschiede feststellen kannst, ist alles in Ordnung. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.